Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Ich habe beim letzten Mal für, Let's Play-Verhältnisse, glaube ich, den bisher schlimmsten Cliffhanger-Abschluss gefunden. Denn wir sind aber wenigstens im First Try erfolgreich gewesen gegen diese beiden Herren hier, die sich uns in den Weg gestellt haben. Wir haben nämlich nach langer Marschroute Garrelia Fortress erreicht und es gab ein bisschen verbales Geplänkel zwischen Vieh und den beiden. Zeno und Leo heißen sie. Also Leo kürze ich jetzt mal ab, das hat Vieh auch gemacht und was Vieh macht, das kann nur richtig sein. Und ich bin sehr gespannt, ob der Kampf jetzt wirklich vorbei ist oder ob es noch weitergeht. Es hat auf jeden Fall eine Menge abverlangt und wenn jetzt noch was kommt, dann wird's knifflig. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, wir sind fertig und die beiden werden sich jetzt zurückziehen. Aber mal schauen. They're monsters. They're still holding back too. Not bad. For being only students, you show great potential. Your academy training seems to have paid off. It's not easy to keep up with Vita. You think they can handle us if we kicked it up a notch? I'm game if you are, Leo. Who else is up for round 2? Should have known they weren't even trying. That 20% is looking more like 0 right now. What do you all think you're doing? Soldats? The one at the front is like the Soldat Scarlet was piloting near Trista. What are they doing coming from the by road? I get it now. The attack from the Transcontinental Railroad was just a diversion. They were intending to launch a surprise attack from the flank all along. What are civilians doing here? Or Zephyr for that matter? First you disappear when you're supposed to be taking part in our operation. And then you wind up here? Be gone! You're in our way! Round 2's gonna have to wait, I guess. Bummer. I was hoping to get a chance to try my luck against that famous knight, too. Had some traps specially made for it and everything. You'll get your chance eventually. We should stand down for now and watch from above. What should we do? We don't have to worry about Zeno and Leo now, but we're not out of danger yet. After how much trouble it was to defeat one Soldat back near Trista, not out of danger is an understatement. Yeah, and it was one of those against all of Class 7. Stand back, everyone. Are you? Wait. You're gonna call Valimar? It's the only choice we have. Heed my call. Valimar, the Ashen Knight! Acknowledged. What's that sound? It's coming from the sky over there. Is it an Imperial Army airship? What in the world? Is that the thing they mentioned in the report? What the? An ash-colored knight? Why is it here? You can't be! He really came. Whoa, this is amazing! Sorry for leaving this to you, Reen. We're counting on you. Right! Meddling brats! Go forth, my proud Drawkins! Finish it off while we still can! It's no threat when it doesn't even have a weapon!
Yes, sir! Okay. I shouldn't need to worry about fighting on borrowed time like before. We're up against an awful lot of them, though. If only we had some kind of weapon. Oh, that won't be an issue. There are plenty of potential weapons right there in front of us. Clever. If that's what you have in mind, we'd best concentrate our attacks on one of them and snatch it away as quickly as possible. That's the plan. Valimar, here we go! Acknowledged. Okay. Alright, you ready? Das heißt, wenn ich Celine jetzt richtig verstanden habe, sobald wir einen von denen besiegen, bekommen wir dann die Waffe und können mit der Waffe dann quasi den Rest aus dem Weg räumen. Richtig? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier alles funktioniert, aber ich hoffe einfach mal, dass wir uns hier irgendwie zurechtfinden werden. Morning Moon ist mal wieder das Ziel. Defend recovert ein bisschen und minimiert den Schaden, kostet aber auch. Also CP haben wir gerade aktuell nicht, deswegen, ja, mal gucken. Changing Targets. You can change targets with the L1R1 Button, so rum. Draken Sword Buddy. Oder hier. Okay, das sind aber die gleichen Modelle, ne? Also ich würde sagen, die haben auch genau die gleichen Waffen und demzufolge ist es vermutlich unerheblich, wen man zuerst angreift. Ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf den hier. Sollte ich jetzt eventuell die ganze Zeit seinen Arm angreifen, um seine Waffe früher zu bekommen? Oder macht das keinen Unterschied? Ich weiß es nicht, aber ich würde es einfach mal probieren. Ja. Aber viel Schaden habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich habe auch nicht den Weak Spot von dem gerade getroffen. Mich beunruhigt gerade ein bisschen, dass man nicht zwischenspeichern konnte. Das hätte jetzt hier vermutlich geholfen. Ich gehe mal auf seinen Buddy. Ja, das war vermutlich eine gute Idee. Ich glaube, ich verabschiede mich mal von der Vorgehensweise, seinen Arm angreifen zu wollen. Solange wir hier nämlich einen Doppelangriff machen, wenn ich auf sein Buddy, auf sein Torso gehe, sollte ich das vermutlich aufrechterhalten. Und wir machen damit wenigstens pro Runde mehr Damage als die beiden bei uns. Und so rein von der Statistik her ist das pro Runde vermutlich sinnvoll. Ach, warte, ich habe volle CP. Also, was heißt voll? Genug, um das ja einmal einzusetzen. Deswegen machen wir das mal. Dann kommen nämlich genau diese wundervollen Konterangriffe zustande und das wird das Ganze hier vermutlich etwas vereinfachen. Ich liebe Morning Moon. Mal gucken, ob unser Wali jemals irgendwas lernen wird, was nein, den Finisher hätte ich jetzt machen können. Ich Depp. Dafür wird er in der nächsten Runde dann gefinisht. Weil das ist ja immer ein Critical Hit, ne? Wenn ich auf die richtige... Obwohl der jetzt hat er seine Haltung verändert? Ja, super, genau, toll. Jetzt habe ich es gesehen und dadurch kein Critical Hit zustande bekommen. Nehme ich jetzt den Arm oder den Kopf? Ich probiere es mal auf den Kopf jetzt. Richtige Entscheidung und jetzt kommt der Finisher ins Spiel. Destructive Impact. Yeah. Ich finde, Wali ist auf jeden Fall der schönste Knight. Also der ist auf jeden Fall schöner als die beiden Herren, die wir hier vor uns haben. Aua. Gilt eigentlich noch mein Morning Moon oder ist das schon wieder abgeklungen? Sehe ich das irgendwo? Ich habe das Gefühl, dass das hier nicht mehr aktiv ist. 100% chance to evade encounter. Evades without failed encounters. 30% chance to unbalance. Ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr aktiv ist. Andererseits ist er aber auch gleich hinüber. Warte mal, ich glaube, das hier könnte jetzt ein Critical Hit werden. Der ist wieder in seiner Ursprungsposition. Und? Kriegen wir die Waffe? Gib uns deine Waffe. Wir wollen nichts von dir. Nur dein Schwertchen. Dein kleinen Zahnstocher. It's down! Now! Destructive Impact! Yes! Geil! Nicely done, Lane. I'm just glad that it worked. This is where the real battle begins.
Yeah! That's Irene! That was quite an impressive plan. Are your Arcuses resonating with one another? Ja, könnte man so sagen. Da unten ist Vieh jetzt eingeblendet. You can now perform X-Arts. Aha. The rest of Class 7 Instructor Sarah included Sarah. Grüße gehen raus. Wann kommst du endlich zu uns? Ich vermisse dich. Wenn du dabei bist, wenn du hinzustößt, dann schwöre ich dir, du hast einen festen Platz im Team garantiert. Genauso Laura. Ich glaube, die beiden werde ich nie rausnehmen. Ah, wobei, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Can influence divine night battles by acting as secondary contractors. The character closest to Reen will be chosen as his default battle partner. X-Arts vary by character. Was heißt denn closest to Reen? Also von dem Bonding-Wert her, oder was? Das wäre irgendwie logisch, ne? Ich weiß gar nicht. Ist das bei Vieh? Ja klar, ich habe ja meinen alten Speicherstand noch übertragen, ne? Und da müsste Vieh auf Platz 1 sein, das stimmt. Aber wenn Laura hier ins Spiel kommt und vermutlich auch Sarah, dann wird es spannend, wer hier auf dem ersten Platz dann stehen wird. Na, wir werden sehen. So. Und wie kann ich euch jetzt einsetzen? Also hier, oh, hier sind neue Sachen. Lustrous Slash. 2 Rapid Strikes, 30% Chance to Unbalance. Can't Guard Counter, okay. Flame Impact, Burn Effect. Powerful Downward Slash, 60% Chance to Unbalance. Morning Moon ist trotzdem meine Number 1, aber erstmal brauchen wir hier noch ein bisschen, sag schon, CP. Die Frage ist jetzt, mit wem starte ich? Der hier ist einfach wieder aufgestanden, oder was? Gun Buddy. Okay, der hier hat eine andere Waffe. Nee, das ist der, den ich vorhin, glaube ich, nicht getötet habe. Und der hier kam jetzt neu dazu. Ich habe irgendwie mehr Angst vor der Gun von ihm. Bei ihm kann ich die Körperhaltung auch noch nicht so deuten. Ich versuche mal, seinen Kopf zu attackieren. Ja, gute Entscheidung. Weil der hat die Waffe so vor seinen Körper gehalten. Das sah, finde ich, so ein bisschen aus, als würde der seinen Körper schützen. Okay, ich muss jetzt ganz genau auf die CP achten. Changing Partners, jetzt wird das erklärt. You can change partners with the R1 Hoch-Runter-Buttons. Das ist die gleiche Kombination wie in normalen Kämpfen, wenn du Leute austauschen willst, glaube ich, ne? Okay. Ah, da ist sie. Okay, das ist ja echt interessant. So, was hat sie denn hier alles? Charge, Recovery, Self. Okay, das geht dann aber wirklich nur auf sie, ne? Und nicht auf den Wali. Recovery Self 50%. Oh, und CP Boost kann sie sich auch geben. Oh, aber das kostet. Das kostet, okay. Und das hier? Sonic Burst. Creates a barrier of wind, can act again quickly. Das heißt, wenn ich das einsetze, ist sie dann danach nochmal dran. Oder die Cooldown-Phase dauert dann nicht so lange und sie kommt dann vielleicht 2 Runden später oder so an die Reihe. Attacks with Blades of Wind. Wind Element. Okay, das ist jetzt gerade komplett neu für mich. Da muss ich erstmal überlegen, was jetzt hier jetzt und in Zukunft eine sinnvolle Vorgehensweise ist. Also heilen braucht sie sich nicht, aber warum sehe ich jetzt ihre HP nicht? Weil es gar nicht um sie geht, ne? Also alles, was hier mit Recovery zusammenhängt, das wird sich auf Valimar wahrscheinlich beziehen und nicht auf sie selber. Das macht ja auch irgendwie Sinn, weil sie wird sich ja nicht als kleines Würstchen, als kleines menschliches Würstchen, das klingt jetzt gemeiner, als es gemeint ist, sie wird sich ja nicht vor die Knights hier stellen und selber kämpfen. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich würde den Sonic Burst einmal, genau, hier sieht man es auch nochmal, das geht dann also quasi auf den und das hier würde auf einen, okay. Schwierig. Warte mal, was habe ich hier? Also das drumherum ist beides Recovery. Ich starte mal... Nee, ich starte mal mit Angriff. Obwohl, nee, ich starte mit dem Sonic Burst. Das ist so teuer. Das muss doch irgendwie gut sein, oder? Oder geht diese Herleitung am Ende des Tages nicht auf? Ich weiß es nicht. So, hier könnte ich jetzt mit einem Lustrous Slash um die Ecke kommen, aber das will ich gar nicht. Warte mal, ich sehe gerade nicht deine Haltung. Der ist eigentlich so wie vorhin. Das heißt, wir machen einmal nochmal den hier mit einem Follow-up. Jawohl. Sehr, sehr cool.
Also Vieh würde ich jetzt hier so auf den ersten Blick primär als Heilungs-Backup sehen, falls hier der Bedarf entstehen sollte. So, und wenn ich jetzt den angreife, kann ich mir aber kein Körperteil aussuchen. Das heißt, der wird einfach komplett angegriffen und ist vermutlich, ja, sehr effizient. Sehr gut. Das war mehr Damage, als ich mit meinen normalen Angriffen austeile. Deutlich mehr sogar. Also, ja, nicht zu unterschätzender Faktor. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass der Kampf relativ leicht ausfallen könnte. Vielleicht ist aber auch Vieh ein guter Charakter, um hier zu unterstützen. Das weiß ich natürlich nicht. Sie hat gerade irgendwas gesagt. Ich glaube, das war wichtig. Das habe ich jetzt so ein bisschen überquatscht. So, ich glaube, das könnte jetzt mit einem Finisher, genau, zu Ende gehen? Fragezeichen? Ne, ich glaube, so viel Schaden mache ich dem nicht. Ich habe schon wieder nicht auf meine CP aufgepasst, Mann. Am Anfang nehme ich mir immer vor, mich darauf zu konzentrieren und dann verpeile ich das immer. Der hat aber bald die 200 voll. Eigentlich gibt es ja auch gar nicht... Ja, obwohl doch Morning Moon macht eigentlich immer irgendwie Sinn. So, warte mal. Ich nehme das jetzt hier einmal so. Und dann wird er den linken vielleicht mit einem Konter aus dem Weg räumen. Ich weiß es nicht. Boah, das ist ja voll die Verschwendung, das jetzt auf den einzusetzen. Warte mal, ich glaube, das hier nehme ich einmal hier. Weil das hat knapp 16.000 Damage ausgeteilt. Da würde ganz schön viel verpuffen. Ja, diesmal waren es nur 15.000, aber es ist trotzdem ordentlich. Ja, genau, jetzt kommen die ganzen Konter ins Spiel. So geil einfach. Oh, oh. Das hätte ich mir jetzt knicken können, aber er ist Gott sei Dank ausgewichen. Also zu dem Zug wäre es gar nicht gekommen, wenn ich früher Morning Moon eingesetzt hätte. So, dann finishen wir den jetzt einfach mal, würde ich sagen. Jetzt haben wir leider keinen Bravery Point mitgenommen, aber ich glaube, das hier sollte trotzdem kein Problem sein. So, bei dir gehen wir mal auf den Buddy. Ich glaube, ich werde jetzt gleich in der nächsten Runde mit ihm mal was von den anderen Crafts ausprobieren. Ich habe nämlich, glaube ich, soweit auch noch nicht gesehen. Was haben wir denn hier Schönes? Flame Impact. Ja, wenn das mit dem Burn klappt, dann wäre das cool. Jawohl. Boah, 12.000 Schaden. Nicht schlecht. Ich glaube, den Kampf könnte ich überstehen, ohne einmal heilen zu müssen. Ich meine, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte unserer Gesundheit angekommen. Sehr, sehr guter Job, den du hier machst, Vieh. Muss ich ja mal lobend hervorheben. So, was wollte ich jetzt tun? Wir können einmal diese Geschichte hier noch probieren. Wobei, warte mal, jetzt ist nicht der Kopf anzugreifen. Achso, das ist aber bei den Sachen ist das egal. Ich wollte mal eine Sache noch angucken. Hier bin ich nämlich noch gar nicht drin gewesen. One of the Noble Alliance's mass-produced soldat models fights with a sword and uses charged attacks. Uses habe ich gerade ausgesprochen, wie den Charakter uses. So, guck mal, Wasser und Feuer. Das sind deren Weak Spots. Und ich greife die ganze Zeit, wenn ich mit Vieh angreife, mit Wind an. Und das macht schon viel Schaden. Holla die Waldfee. Okay, so, was wollte ich tun? Ich wollte den Lustrous Slash einmal einsetzen. Damit wir den auch mal gesehen haben. Jawohl. Sehr cool. Ich glaube, wir machen kurz den Prozess mit den Herrschaften hier. Die werden sich so schnell hoffentlich nicht mehr mit uns anlegen. Mein Speed Boost aus der ersten Runde von Vieh ist, glaube ich, auch schon abgeklungen. Aber der macht es eh nicht mehr lange. Tschüss. Der war verhältnismäßig einfach, der Kampf. Also im Vergleich zu dem, was wir da vorher an Kampf hatten. Weil die waren richtig übel, der Sino und Leo. Cool. This can't be happening. How can it be this strong? Well, what's it to be? We can do this all day if you're still not ready to give up. Yo, Rain! He's got this. That he does. He's turned this whole situation around. Sir, this battle isn't over yet. We still have the advantage in numbers. We can surround him. Victory will be ours. Enough! What? That sounds like... Oh, da ist er, Craig. Nicht Craig, Craig ist der Nachname, der Papa von Elliot auf jeden Fall. You're kidding me! Dad?
The 4th Armored Division? How are they here? They're supposed to be dealing with the force from the Transcontinental Railroad! Bah! Nothing more than a small diversion! And I suggest you turn and run off with your tails between your legs if you don't want to share their fate. Unless you men think you can handle the might of the 4th Armored Division! Curse you, Greg! Fine. If that's how you want to play, we'll just have to call. Are you alright, sir? A sniper? Where are they? What just happened? Who the... Ist sie es? Ja, Claire. Cool. I've taken out the commander's sensor. What's the situation with Zephyr? Both are standing by at 5 o'clock. No signs of movement. Acknowledged. Ignore them for now. Focus your attention on the highway instead. Yes, ma'am. Ich will sie im Team haben. If she can aim that precisely from that far away, we're likely in her sights too. The Icy Maiden has certainly earned her reputation. Wouldn't want to try my luck against her. Not right now, anyway. Not much we can do while she's all the way over there. Besides, I think it's about time we called it a day. We're taking off, Fee. See you some other time, okay? Be sure to keep up with your training. You'll need it if you want to make it through this war unscathed. Bye-bye. Who do those damn Jaegers think they are to retreat without orders? All units, fall back! We're returning to the Twin Dragons Bridge! Yes, sir! Tschüssikowski. Ich dachte, jetzt ist das Kapitel zu Ende. Kommt vielleicht noch. Phew. Looks like we're safe now. Hey, nice work out there. Whew. I felt uncomfortably close to death 1 or 4 too many times. At least it's all over with now. Dad! Thank goodness you're all right. Elliot! Ach, Olaf war sein Vorname. That's the famous Craig the Red, huh? Looks like the real model of a scary-ass military officer. About that. That's what everyone thinks at first. Oh! My beloved gift from Adios! Oh, der ist so geil. Why did you talk? Come here into your father's loving embrace. No way, Dad. I mean, I'm glad you haven't changed, but Dad! Nonsense! You were raised in my arms, my boy. What's another 2 or 3 minutes more? I can tell you've lost some weight, but you're otherwise as fit as your fiddles. Oh, it's so good to see you again. You too. But you're seriously hurting me now. Please loosen your grip some. That thing I said earlier, I take it back. Yeah, everyone reacts like that. Elliot seems really happy, though. Yeah, it's great to see them together again. I'm pleased to see that everything went well. I thought it was you. Looks like you're from the Railway Military Police. Then you must be... It's a pleasure to see you again, Captain. Likewise. Es ist so krass, wenn man Teil 1 nicht gespielt hat, kennt man die alle gar nicht, ne? And yes, sir. I'm Captain Claire Revelt of the RMP. It sounds as though we have plenty to discuss. Perhaps in a more fitting location. Follow me if you would. Ich hoffe wirklich, dass niemand den Fehler macht und mit Teil 2 startet, ohne vorher Teil 1 gespielt zu haben. Es machen wenige, ich weiß, aber es wird diese Leute auch geben und die tun sich damit keinen Gefallen.
like to begin by congratulating you on making it all the way here. I'm overjoyed to see you all again. The same to you, Captain. I had no idea what had happened to you after Heimdall's occupation. It's a huge relief to see you made it out okay. Funny. I was just as concerned for all of you. As for you, I believe it's the first time we've had the pleasure of meeting. You're Toval Rondinor of the Bracer Guild, yes? One of Sarah's co-workers. Wow, you've actually heard of me? Though, to tell you the truth, I've heard more than my fair share of stories about you from Sarah, too. Kinda surprising to see you with the 4th Armored Division. She got in touch with us soon after the war broke out, in fact. She then mobilized the RMP to guide us to this proving ground so that we could establish a base. We wouldn't be here now if not for her. Wow, really? I see your ability to make good, quick judgments is still intact. Reorganizing the divided divisions was of the utmost importance. I simply did what I had to do. I was concerned about His Excellency and what was happening in the capital, but he always told me to act objectively in times of crisis. Oh. My apologies, Captain. I'd almost forgotten that she was right there in the capital when her boss was assassinated, and by none other than Crow. Oh, yeah. Where's Instructor Neidhart anyway? I thought he would be here with you, Dad. He hasn't been back to this division, no. We had no idea whatsoever of his whereabouts until a few days ago. But then he was finally able to get in contact and inform us that he was well. That's good news. Either way, it sounds like you can't be too careful. This base is held so far, but there's no guarantee that'll always be the case. I wish I could deny that. The Noble Alliance is starting to put more and more resources into trying to finish us off. We know how to deal with their soldats, which evens the odds, but we're at a disadvantage when it comes to supplies. True. This isn't the best location for getting outside help. The longer the war goes on, the harder it's gonna be to hold out. That said, we have no intention of giving up without a fight. Our enemies have occupied the capital and effectively taken the citizens, as well as the Imperial family, hostage. Even should the goddess forgive them, I damn well won't! You don't need to yell quite that loudly. Besides, I don't think you'll find many who are willing to forgive them. Although if anything, I'm just worried about how Fiona's doing. Yeah, I'm worried about Dad, too. I'm afraid I don't yet have any specific information regarding Heimdall's current situation. With control of the railways taken from us, we're limited on what we can actually do, I'm afraid. Sounds frustrating. Regardless, it's my turn to ask all of you something. Bearing all of what we've just discussed in mind, what do you intend to do from here on out? Well... Good question. You don't have the raw power that the Alliance or the Imperial armies got, but you've still got a pretty significant weapon at your disposal, and one that neither side can afford to ignore. You need to think long and hard about how you intend to use it. Oh, I agree completely. Valamar's power is incredible. That much is definitely true. These past few days have left me with no choice but to accept what I have. He can take on multiple soldats at once and still come out on top. If used the right way, he could maybe even change the direction of this war. Keep in mind, it's all dependent on the strength of his Awakener. I hate to toss aside the subject of war so frivolously, but we also need to find some way to rescue Elise and Princess Alphen. If we focus on that, it makes perfect sense for us to support the Imperial Army and fight against the Noble Alliance. But... Lieutenant General, I'm afraid that we can't answer your question at the present time. At the very least, not until we've heard everyone's opinion. Oh? We hate what the Alliance is doing as much as you do. So in that sense, we want to do what we can to help you fight against them. But I don't think it would be right for just the 4 of us to decide without everyone else's input. Yep. We need to find everyone else before making such a major decision. We make our decisions together. That's how we roll. For now, we solely want to put our focus on finding the rest of our classmates.
Then, and only then, will we decide how best to approach this war, and what we as a class can do to help end it. I see. Once a member of Class 7, always a member of Class 7. Can't say I'm all that surprised. Very well. You may have been separated from Thors, but you still have every bit the spirit of a student. And it is the duty of students to absorb the world around them. Go forth, and when you're all together once again, find your role to play. Only then will I hear your answer. Thank you, sir. Thanks, Dad. I apologize for not being able to give you a better and more immediate answer. Not at all. What you said was perfectly reasonable, Reem. You will hear no objections from me. Whatever path you choose, I hope you see it through to the end, with all the inner strength and conviction of the son of Erebonia. That said, I'm conflicted about sending my dear Elliot away without proper protection. Should I send a company of troops with him? That might not be enough. He needs airships as well. Dad, stop. This is so embarrassing. He really is the most doting father I've ever seen. I bet 100 MEHR of the war would be over in no time flat if the Alliance ever tried to kidnap Elliot. Well, in that case, how would you like me to accompany you? Ja, ja, genau darauf habe ich gehofft. Bitte, sofort. You, Captain? Are you sure? You're currently using Ymir as your base of operations, correct? Not only could I use my knowledge to better fortify it, I could also handle communications with other regions from there. This could be a good chance to reach out and find Milliam as well. I haven't been able to contact her since the war broke out. Oh. Works for me. To be blunt, Ymir's borders are wide open, and the Alliance could take advantage of that at any time. We can't have another incident like with the Jaegers. Bringing her back just might be our best defense right now. I hate to admit it, but you're right. There's a limit to how much we can do. At the end of the day, we're students. We need to swallow our pride and take help where it's given, especially from specialists like the two of you. And more important than all of that, I know we can trust you. You're right. Exactly. Captain Claire, we'd be honored to accept your kind offer. Welcome to the team. The pleasure's all mine. In addition to my duties as a member of the RMP, I hereby pledge my support to everyone in Class 7. Das ist so toll. Einer meiner größten, ich sag mal, personellen Wünsche in Anführungsstrichen wird hier gerade wahr. Ey, es wird so schwer, wenn alle dabei sind und vielleicht noch neue hinzukommen, sich da auf die favorisierte Gruppe festzulegen. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Da raucht mir jetzt schon der Kopf. With Captain Claire agreeing to join, they began to make arrangements to leave the military proving ground. Once she'd explained that she had some preparations to take care of on her own first, however, they decided to stay for a short while longer. This gave Class 7 the perfect opportunity to explore the 4th Armored Division's base while they waited. Captain Claire joined the party. Oh mein Gott, dass ich diesen Satz jemals vorlesen darf. Ich bin gerade so happy einfach. Ich bin so gespannt, was sie vor allen Dingen so kann. Und also man weiß ja, mit welcher Waffe sie kämpft. Sie wird wahrscheinlich so eine Sniper-Dame sein in der Runde. So ein bisschen wie Magias, mit Schusswaffen auch arbeitend. Ich bin total gespannt. Rena and Claire can now use Overdrive when linked with one another. Ich hätte auch gerne blaue Kiste dafür nochmal genommen, um das freizuschalten, aber so ist auch okay. Mega. Mega. Well, then, I suppose we might as well take a look around. We're meeting her in front of Valimar, right? That's right. We should head there as soon as we're finished up here. Got it. Oh, yeah, that reminds me. Dad said they're looking after a couple of Thor's students at this base camp. Uh-huh. Really? They could very well be someone we know. We should go and see if we can meet with them. Ooh. I'm game. Let's go. Oh mein Gott. Oh my gosh. Okay, sie muss ja noch Preparations machen und so, das habe ich schon verstanden. Deswegen ist sie jetzt hier noch nicht mit drin. Oh,
Ich bin gerade einfach so selig mit allem. Mit einfach allem. So, oh mein Gott, außer mit dem Aufbau dieses Ortes hier. Das ist mir ein bisschen überdimensioniert, aber was habe ich auch erwartet hier von diesem Ort? Ich meine, hallo? Wir sind in Guerrilla Fortress. Proving Ground. Okay, warte mal, wir haben hier einen Shop. Wir können vermutlich nicht raus, würde ich vermuten. Und eine Rest Area. Und was ist das hier? Achso, HQ. Okay, dann starten wir jetzt einfach mal hier, würde ich sagen. Private Brocken. Jetzt kommen sie wieder, die ganzen geilen Namen. Good day, everyone. And may I just say what a pleasure it is to see you again, Elliot. Everyone here has been quite worried for you. Perhaps you could take the time to make the rounds and see them. Yeah, I will. Thanks, Brocken. I must say, though, that divine knight of yours is an impressive machine, sir. I hope you and it will be blessed with many more victories in the battles yet to come. Das hoffe ich allerdings auch. Ich muss sagen, je mehr von diesen Kämpfen kommen, desto mehr machen die Bock. Also sage ich bestimmt nur, weil ich bisher wenig Schwierigkeiten mit denen hatte. Aber ich mag die Mechanik. Eigentlich war ich am Anfang jetzt nicht so amused, als ich abgezeichnet hat, dass es viel auf solche Kämpfe hinausläuft. Aber inzwischen finde ich da echt Gefallen dran. So, hast auf jeden Fall ein schönes Büro hier. Muss man ja mal so sagen. Craig. As part of the Imperial Army, we have our own role to play in this war. We may not be able to fight alongside one another, but we're not on opposing sides either. I wish you all the best. I never thought the day would come when Elliot would demonstrate such an iron will, though. My boy, you've done your father proud. Ich mag den immer mehr. Von Situation zu Situation, wo er hier auf der Bildfläche erscheint. This isn't that big a deal, Dad. Regardless, whatever path you choose to walk, I'm confident that you have the strength to see it through. I wish you all the best. Dankeschön. Und ich verstehe, wie gesagt, auch überhaupt nicht, wie das ein Widerspruch sein soll, dass er, ich sag mal, in seinem Arbeitsumfeld so ein harter Kerl ist, ja, so, weiß ich nicht, Mr. Gnadenlos, keine Ahnung. Aber es ist doch voll okay und auch irgendwie plausibel, dass er auch eine andere Seite hat. Also so diese eindimensionale Sichtweise auf den Lieutenant, die habe ich schon in Teil 1 nicht verstanden. So, wir haben hier Gaul und Kissling. Gaul und Kissling, haben wir alle schon wieder deutsche Namen hier irgendwie. I'm sorry we can't sit down and catch up, Elliot. I wish I had the time, but you know how it is. Work is work. Don't worry about it. I know how busy you must be. You're not hurt or anything from the battle earlier, are you? You and your men were out there fighting, right? A battle, huh? You're not talking about those losers' pathetic excuse for an offensive, are you? Ey, wie selbstbewusst die jetzt hier alle sind. Die hätten gar keine Chance gehabt, wenn wir Velimar nicht mitgebracht hätten. Ha, as if any of my men would even suffer a bruise from a battle like that. Our blood is so hot, it could melt clean through iron. It would take more than the Alliance's fancy toys to thrash us. Wobei, die sind ja mit den Panzern angerollt und hatten auch in Eigenregie, sage ich mal, geschafft, die irgendwie in die Knie zu zwingen. Also ohne uns hätten sie es vermutlich auch geschafft, aber wir hatten auch einen Anteil. Just smile and nod. It's all you can do when he gets like this. He does seem like the kind of guy who would make you feel awkward. Ja, ich find's eher ein bisschen niedlich, ehrlich gesagt. So, did you see anything interesting in that assault? I assume you're referring to Zephyr's involvement. I'm curious about that as well. I also noticed that the Alliance soldiers showed more skill than usual handling their soldiers. Indeed, it's possible the two are related. I plan to inform the Lieutenant General of my observations, so what about you? I'll go with you. Someone needs to give an account of which of us delivered the best results this time. And you assume it's going to be you? Very well then, straight to the Lieutenant General we go. The truth will come out, one way or another. Die sind auf jeden Fall sehr kompetitiv unterwegs, aber gut, für die Moral ist das sicherlich zuträglich. Haha, I don't know about that. I'm quite confident in what I accomplished this time. Let's put that confidence to the test then and see if the Lieutenant General finds it as convincing. Don't know, quite accomplished. Okay, so, Kissling war dein Name, ne? You all fought valiantly, and for that you should be commended, but if you challenge the Alliance again, be on guard. They're getting desperate, and that makes them more dangerous. At this rate, I fear there's nothing they wouldn't do to win. You're right, they did seem that way. Valdemar saved our asses this time, but he won't always be there to swoop in.
True enough, I was impressed by how well you managed to fend off those soldiers' units with just tanks, though. That's all thanks to the anti-soldiers tactics we've developed. They look tough and they're quick, but they're inferior to our tanks both in offensive and defensive capabilities. They do have their strengths, namely their mobility and the flexibility they have due to their humanoid figure. But if you can deny them the chance to make use of those, they're just walking hunks of metal waiting to be blown up. So kann man es natürlich auch sehen. This guy's kind of intense. He's a nice guy when he's not talking about military business, really. Ich finde das gar nicht schlimm, was sie hier sagen. Die sind halt ein bisschen übereifrig, aber warum nicht? The provincial army soldiers are clearly well trained, but we have the edge on that front as well. We have everything under control here, so feel free to set out wherever you're headed without worrying about us. Use your talents to fight for what you believe in. I'm sure Major Neidhart is out there fighting somewhere too. Vielleicht wird sich Neidhart ja auch irgendwann anschließen, das wäre auch interessant. The provincial army is well trained, worrying about us somewhere too. Okay, warte, mit den beiden sind wir dann damit durch, ne? Kann mir mal jemand bitte irgendwie ein Rezept schenken oder so? Oder ein Buch? Gebt mir das Gefühl, dass ich jetzt hier nochmal on top belohnt werde, indem ich mit euch allen spreche. Ich kann mich gerade irgendwie gar nicht entscheiden, mit wem ich zuerst reden will. Warte mal, ich gehe mal zu der Dreiergruppe da hinten hin. Da steht auch Claire. Oh, RMP cars. Maybe Captain Claire and her team drove them here? Vermutlich. Ist aber auch völlig wurscht, wer hier gefahren hat oder gefahren ist. Ich kann schon wieder kein Deutsch. So, wen haben wir hier? Engels. Guck mal, das geht voll weiter mit den deutschen Namen hier. Erstmal sprechen wir mit Engels. The captain's departure actually comes at an opportune time, since we're ready to move into the next phase of our plans too. Accompanying you should allow her to sneak into a number of the Empire's regions, and that's to our benefit in the long term. We'll be praying for your success. I wish you all the best of luck. Dankeschön, können wir gut gebrauchen. The Noble Alliance currently controls over 60% of the country. That means we need to quickly move forward with the next phase of our plan. We'll be wishing you success with yours too. Dankeschön. Zu Claire wollte ich eh noch ein, zwei Sachen sagen, bevor wir hier weitermachen, aber mache ich noch später. You all fought admirably against Zephyr earlier, so rum. That said, I think you're all quite aware what the outcome would have been had the battle been allowed to play out. You should be much safer if the captain's with you, but be sure to stay alert. Sowieso. We'll back you up however we can, but we can't offer any guarantees of your safety. This is a war after all, so keep that in mind and act with discretion. Ja, mal gucken, ne? Also bei uns brennen halt immer alle Sicherungen durch, wenn wir sehen, wie jemand ungerecht behandelt wird, und das mag ich auch an meinem Team. Und ja, hoffe mal, dass uns das hier nicht irgendwann zum Verhängnis wird. I'll leave the RMP in your care then. First Lieutenant, continue with your present activities while gathering info, using this area as your base. Second Lieutenant, your objective should be to make contact with the other armored divisions elsewhere. Yes, ma'am. By the by? Das habe ich noch nie gelesen. By the by, Captain, will you have any need of this equipment I've gathered? Yes, I think I will. Aha. Bekommen wir was? I'm afraid it will take a little longer to get everything sorted out here before I can depart. Can you wait by Valimar until I'm done? Sure thing. Take all the time you need. Wir haben auch noch ein bisschen was zu tun, also alles gut. Chill deine Basis. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die RMP ohne Claire an der Spitze hier funktioniert, wenn die einmal weg ist. Habt ihr fähige Leute, die in ihre Fußstapfen treten können? Also ich glaube, sie wird eine große Lücke hinterlassen. Aber ich bin natürlich trotzdem froh, dass sie sich uns anschließt. So, warte mal, da hinten stehen noch zwei. Wer seid ihr denn? Da ist bestimmt auch wieder mindestens ein Kartoffelname mit enthalten, oder? Emmons. Keine Ahnung, woher das kommt. Und Loke. Oder Loke. Also das sind auf jeden Fall keine Klassiker, würde ich sagen. I'm Loke and I'm in charge of security here. Just to be clear, we're at war here. Assume nothing, know your place, and above all, listen to our instructions. That goes triple for you, Bracer. Warum brüllst du ihn denn so an? I know your type, always thinking you can poke around in our business with some loophole or excuse you rummage up. Well, not on my watch. No, sorry. You'd best keep your nose out of trouble or you're going to lose it.
Do I make myself clear? Du kannst auch normal mit ihm reden. Ist voll respektlos, was du hier gerade machst. Man, was it something I did? Nee, es sei denn, ihr habt eine Vorgeschichte, aber das glaube ich nicht. Sorry, it's not you. He's just always been like this. Das macht's aber nicht besser. It's not all that strange. The Army and the Bracer Guild aren't exactly cut from the same cloth. Ja, ich weiß, aber du hast ja keine Bracer-Gruppe hier gerade vor dir oder keinen Vertreter. Vielleicht ist er ja cooler drauf als die du sonst so kennst. All tanks are out on the other side of the west entrance. That means you should steer well clear of that area lest you get in the way, which you probably would. You may not be ordinary civilians, but you're still civilians. While you're here, you do as I tell you. Nö. Wir haben Claire an unserer Seite. Ich mach nur, was Claire sagt. Deine Meinung ist komplett irrelevant. Puh. Sag mir, was ich nicht darf und ich mach das. Einfach nur, um billig zu provozieren. Hallo, Emmons. Wie hältst du das mit deinem Typen hier aus, mit deinem Kollegen? I really am glad you're alright, Elliot. That just leaves Fiona to fret over now. Yeah, I hope she's okay too, but I have to admit I'm more than a little anxious. Thanks. Warte mal. So, thanks for keeping us in your thoughts, Emmons. Think nothing of it. Fiona has always been kind to us soldiers, so it really concerns me to not know how she's doing. Still, we'll do all we can to find her and make sure she's safe and sound. And I wish you well in whatever you decide to do. Thank you. Danke, danke. Our division has no shortage of tanks. Normally that would be an advantage, but it also means we need more supplies for them. The Alliance has cottoned on to that, and they're trying to use it against us, which is smart on their part, I'll admit. If we were sitting on a month's worth of supplies, we could sortie? Was ist das für ein Wort? And take them out, but as things stand, we're stuck here. Okay, da kann ich euch vermutlich auch nicht aushelfen, sonst wäre irgendjemand schon auf die Idee gekommen, uns hier um Hilfe zu bitten. So, dann lass uns mal in der Resting Area vorbeischauen. Resten müssen wir so gesehen nicht, aber vielleicht gibt es da interessante Gesprächspartner. So, hier waren wir schon. Alles klärchen. Ich will ein Recipe-Book oder ein Gambler-Jack oder irgendwas. Irgendwas Schönes. Irgendwas, was sagt. Gut, dass du hierher gekommen bist und mit mir gesprochen hast, denn gucke mal hier. Da habe ich was für dein Inventar. A-Bäcker. Was sind das schon wieder für Namen hier? Oh Mann. Aber Brocken war auch nicht schlecht. Oh, it's just this book again. I remember trying to find the owner, but with everything that's happened, I'd forgotten all about it. Aha, I know. Would you like to have it? Aha, wenn man vom Teufel spricht, jawohl, natürlich. Someone might as well get some use out of it. It would just get disposed of it. Said around here, so you really might as well. Dankeschön! Gerade noch davon gesprochen. Ich schwöre auf alles, was mir lieb und teuer ist. Ich wusste natürlich nicht, dass es das hier gibt. Jetzt fehlt mir nur noch ein Recipe, dann bin ich glücklich. 3 magazines, right? I'm in the middle of doing an inventory check here. Please, don't disturb me. Ja, alles gut. Ich lasse dich in Ruhe. Du hast mir was geschenkt. Dich respektiere ich. Nein, ich respektiere auch alle anderen. Aber den vielleicht ein kleines bisschen mehr. Beziehungsweise würde ich seinen Bitten ein bisschen mehr Folge leisten. So, hallo Serafi? Richtig gesehen? Ja. Oh, hello. You're the visiting students, aren't you? You aren't hurt, are you? This place serves as both a rest area and a medical treatment center, so just let me know if I can help. Ja, ich habe extra meine Pokebälle für mein Pokémon Center mitgebracht. I and a few of the others here are the remnants of the 5th Armored Division. We used to be stationed here at Guerrilla Fortress, but, well, you know the rest. All we can do now is help out the 4th Division with whatever they need. It's not like we have anywhere else to go. She still seems pretty traumatized by what happened here. When you think about what happened at Guerrilla Fortress, that's completely understandable. All I want is to forget what happened that day, but no matter how hard I try, the images just keep coming back. I've never felt so powerless. All I could do was watch as friends I cared for and officers I respected just vanish right in front of me. Sorry, I didn't mean to be such a downer in front of you guys because of what happened to me. Es ist völlig okay, absolut okay. Kannst dich uns ruhig anvertrauen, auch wenn wir uns nicht so lange kennen. Aber ich glaube, du hast ja eine sehr empathische Menschengruppe vor dir,
die dafür maximales Verständnis aufbringt. So, dann tauschen wir hier erstmal ein bisschen Geld. Resten, wie gesagt, brauchen wir so gesehen nicht. Okay, weitere Gesprächspartner haben wir hier nicht. Das heißt, warte mal, da auf der anderen Seite stehen noch 2 draußen. Und dann können wir erstmal schön shoppen gehen. Hoffentlich gibt es hier ein paar neue Sachen. Oh, ich dachte gerade schon wieder, es ist Annabelle wegen den Haaren. Aber es ist Virginie. Virginie? Keine Ahnung. Oh my, if it isn't little Elliot. Have you finished talking with the Lieutenant General? Yeah, we just met with him. Do you have to report to him? I do, though first I have a bit of maintenance work to do on my little darlings here. I wish I could trust the maintenance team to do their job, but their work's been so sloppy I have to finish it myself. You'd think they could at least manage a proper cleaning. One of these days I'm going to introduce their heads to my spanner. Viel Erfolg dabei. For someone so pretty, she's really rather scary. Warum? Irgendwie teile ich die Einschätzung unserer Leute nicht mit Blick auf die anderen Leute, die wir hier antreffen. She works directly under Dad, actually. She is also the most skilled tank officer in the division. The thing is, she's really particular about tanks. They're almost like her children. Ja, das hat man rausgehört. So ein bisschen. I think there was some spare cleaning equipment in the storehouse that ought to do the trick. Oh, come to think of it, I remember seeing your friends back when you all came for that military exercise earlier this year. This is a good chance to get an unvarnished look at another side of what we do here, so make the most of it. If you're planning to get involved in this war, you should know exactly where things stand. I'm in full agreement. You should make the most of this chance to look around our base camp. If you're planning to get involved in this war, you should know exactly... Okay, alles klar. Das, weiß ich nicht, gibt mir jetzt umso mehr das Gefühl, dass wir hier gleich im Shop neues Zeug einkaufen können. Ich bin gespannt, ob das so ein Ort ist, den wir im Spielverlauf immer wieder betreten können. Oder ob wir jetzt hier wirklich die einmalige Chance haben, irgendwas mitzunehmen. Das erste Mal, dass wir ein Orbital Radio hier sehen. Das war ja... Oh, Monk! Hey, Monk! Der kommt mir ja bekannt vor, dachte ich mir gerade. Und just in dem Moment fiel mir auch der Name wieder ein. Monk, wie geht's dir? Bzzzt. Kein Empfang? It's no use. I just can't tune in. Is that you, Monk? Ja. Na, erkennst du uns? Oh, hello. I heard you guys were here. Glad to see you're all safe, though. Same to you. Impressive work to make it all the way here from the academy. I suppose it is, but we first years had a lot of second years helping us escape when the academy was first attacked. After that, the 4th Armored Division took me in and gave me shelter, so here I am. It's not that interesting of a story, really. Worse yet, it's kinda cliched. Doubt it would get rid on the radio, even if I send it in. We're not really looking to be gripped here. You're alive. Why are you so down? Der vermisst bestimmt seine Misty, oder? Why do you think? It's practically impossible to tune into any radio stations around here. Ist er eigentlich radiosüchtig oder ist er einfach nur Misty-süchtig gewesen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Even if by some miracle you do manage, it's all war all the time. It's so incredibly tedious. To make matters worse, there hasn't been an Abendtime broadcast since war broke out. I lived for that show. Lived for it. Das wissen wir sehr gut sogar. Oh. That's not the one that Vita hosted, is it? Doch. Yes, it was. Reen and I used to listen all the time, but that was back before we knew its host's true colors. Hey, don't let it get you too down. You're still breathing, that's something. I guess even if it feels like my love has been stolen from me, I can't stay gloomy like this forever. Wow, that's a pretty deep depression. Yeah. Then let's leave him to wallow in it. We've got better things to do. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Nicht unsere ganze Gruppe ist empathisch. Bei Celine würde ich es eher nicht so unterstreichen. Mir tut er schon ein bisschen leid. So ein ganz kleines bisschen, auch wenn er immer ein bisschen creepy war, aber trotzdem, er hat ja niemandem irgendwas getan, ne?
Normally I'd have been thrilled to have found you guys, but without Abendtime, where am I supposed to send my embellished versions of your daily exploits? Irgendwann kehrt vielleicht ein bisschen Normalität hier wieder zurück. Wir arbeiten dafür, jeden Tag. Und dann werden wir uns vielleicht in einem späteren Teil, vielleicht auch schon in Teil 2 wiedersehen. Und deine Welt wird wieder ein bisschen heller sein. Das ist mein großer Wunsch. Und ich glaube daran, dass das funktionieren kann. Ja, den Optimismus, den gestatte ich mir jetzt einfach mal. So, da haben wir den Shop. Und die kenne ich auch. Die hat ja auch die gleiche Bekleidung an, aber den Namen kriege ich nicht mehr zusammen. Ist das nicht die Einkäuferin, die mit C anfing? Die immer mit der älteren Dame einkaufen war? Nee, oh, das ist einfach Monika. Ich habe nichts gesagt. Monika, die Schwimmlehrlingsgehilfin von Laura damals. Eigentlich kann man die schon als Freundinnen bezeichnen, oder? It's good to see you all again. I had a feeling you were the new arrivals I'd heard about. Monica? Oh, you're Laura's friend from the swimming club. Then the army took both you and Monk in? That's right. And I've been trying to help them out ever since. Sounds like you've had a pretty rough time. It beats the alternative. I'm just glad Klein helped us get this far, even if we did end up getting separated. You guys haven't met up with Laura yet, have you? Leider noch nicht. I was kinda hoping that you would have. Ich auch. Us too. We're just not exactly sure where she is right now. We do think we're getting closer though, so it should just be a matter of time. Really? Trust us, there's nothing to worry about. Yep, we'll find her, promise. Oh, ich freue mich auch so, wenn Fee und Laura sich wiedersehen. Ne? Da hat sich ja so eine großartige Freundschaft zwischen den beiden entwickelt in Teil 1. Thank you all, that's really reassuring. Be sure to say hi to her for me whenever you do find her. Of course. Das machen wir so oder so. Aber erstmal fett in die Arme schließen, wenn wir sie sehen. The army took a number of students into their care here, so I'm not really a special case. Believe it or not, they took in Rex too. Ah, der Perverso-Fotograf, ne? Though he spends so much time outside the base, you wouldn't know it. Ja, das passt aber zu ihm. Er wird nur mit den Motiven vermutlich nicht so glücklich sein, die er dort bekommt. He's not here right now, then. Oh, were you looking for him? I'm afraid you're out of luck. From what I hear, he's practically living on the front lines lately, taking as many photos of battles as he can. That makes sense, but we don't really have time to wait around until he gets back here. All we can do is pray that he doesn't get himself killed. Let him know we were asking about him whenever he comes back, though. Sure. Okay, I won't stop hoping that I'll get to see Laura again. Klein and Casper too. One day we'll get the whole club back together. Dafür werden wir uns ebenfalls einsetzen. Ich glaube ganz fest daran, dass es hier viele kleine Happy Ends geben wird. Gut, ihr Lieben, ich werde dann beim nächsten Mal den Shop hier stürmen, dann zum roten Ausrufezeichen laufen und vielleicht den einen oder anderen Gedanken zu Claire noch äußern. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal Claire endlich ins Team aufnehmen können und mit ihr spielen können. Ich bin so gespannt, auch auf ihr Outfit und alles drum und dran. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts missverstehe, aber sie wird uns joinen. Ich bin der festen Überzeugung und ich habe Bock drauf. Und ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.